genoemd, zingen we uns am Anfang Nummer 8. Nummer 8. Komm, stimmt in unser Loblied an, ihr Engel vor dem Thron. 10.000-fach erschallt das Lied vom großen Gottes Sohn. Komm, komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Er ist der Herr im Heiligtum. Das Lamm ist würdig, singen sie, das auf die Erde kam. Würdig das Lamm antworten wir, das unsere Schuld wegnahm. Komm, komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Er ist der Herr im Heiligtum. Der Herr ist würdig, dass man ihm ein Lob und Anblick trägt und seine große Liebe und Gnade in Ewigkeit besingt. Komm, komm und sing zu Jesu Preis und Ruhm. Er ist der Herr im Heiligtum. Nummer 16. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein köstlicher Heiland auch mir. Er birgt meine Seele im Felsen des Heils und Freude in Strömen fließt her. Er führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt dich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr, die größte Last nimmt er mir ab. Hält fest mich auf Stürme, auch Brausen umher, führt treulich mich bis an mein Grab. Er führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt dich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand.
zahllosen Gaben der Gnade erkrönt, mit Liebe so tief wie ein Meer. Ich singe sein Lob, das zum Thron erst tönt, für solch einen Heiland wie er führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das dürstende Land. Mit Wolken der Liebe bedeckt ich darum, er schützt mich mit liebender Hand. Er schützt mich mit liebender Hand. Guten Abend, jeder einer. Ich heiße ihm alle willkommen hier von diesem Abend hier. Ich bin dankbar, dass ihr hier besser rausgekommen, das wird zuhören. Und mein Gebet ist, dass das können von der was tun. Dass das wird können eine Wirkung sein, nicht bekehrt bist, dass ihr die Jesus Hand geben, und für die Bekehrte, dass wir uns verändern lassen, dass wir immer da den Lecken, der uns gemerkt haben, nicht so? So was ist von der aus, diese Werk, haben wir das zu holen? Haben wir eine Ursache am Noten folgen? Oder wo geht uns dort? Wo geht die dort? Und ich möchte eine Karte Geschichte vertellen. Ich wollte die erste Abend was wir mal teilnehmen dürfen. Ich glaube, in 2001 Ausgangsjahr, da wird es in 2002, ich bin nicht ganz krank. Bei mir wird es immer so sehr wichtig, die Abend und du hängst die Bänken, während diese Blätter hängen hier tun. Und du wirst Leute, la Iglesia sigue caminando. Und das hat mich so schön gewonnen, dass Leute sehen, das gibt mir so einen großen Eindruck. Ich freue mich so sehr, dass das nächste Jahr zu den Abendjahren, wenn es dann würden die Blätter bei den Bänken sein. Und wir werden das nicht so. Ich bin auch nicht so gewaschen im Jässelchen. Aber mir wird so, ab alle Abendjahren muss dort Leute sein. Aber der Herr hat auch was an mir angefangen, das wisst ich. Und das wir all euer, wie dann hier so in der Kirche haben, aber ich weiß, dass der Herr hat an mir was angefangen. Wenn ich wir so voll von, das wird Gottes hier, was die Bibel sagen wird. Ich weiß auch noch, dass wir sagten am Anfang, dann wir Prediger Jakob Wolf seine Bestätigung in die Hoffnung. Und wir sind eben nicht Geschwister, nicht mit irgendwie wir nicht Glieder, nicht bei kleinen Gemeinden, nicht. Aber ich fühlte die Bestätigung, nicht, dass mich die Bestätigung so interessiert, aber ich will das Wort Gottes hören, wo du gepredigt war, du wie ich interessant wärst. So ich fühlte eine Bestätigung. Weißt du, warum das passiert, dass einer hängt ran wie nur das Wort Gottes? Das passiert, du wie willst, der Herr hat in ein Wort angefangen. Und das hat er getan. So was sagt die Bibel in Hebräer Kapitel 12, Vers 2? Der erste Part sagt es das, weil wir Jesus immer im Öl haben, durch den Glauben in uns angefangen haben, auch dort vorig, was dort auch vorig merken. Und das ist eine Frage. Jesus ist viel mehr. Jesus hat viel mehr als bloß den Glauben anfangen uns, aber er sagt, ich will das auch vorig merken. Von dem muss wir uns eine Frage stellen, hast du dort all bei dir angefangen in dein Leben? Hast du die all gegeben, dass du kannst sein, das ist angefangen in mein Leben? Wenn es das Wort angefangen sein in uns Leben, das Glauben, was er uns gegeben hat, heißt es das dann, weil wir Jesus immer in Öl holen, dann wo wir eine Ursache haben, Jesus im Öl zu holen. Aber wenn das nicht angefangen ist in uns Hort, dann wo wir wahrscheinlich keine Ursache haben, im Öl zu holen. Wenn wir im Reis sind, und in diesem Reis, wenn wir nicht in Reis sind, dann haben wir gleich eine Ursache im Öl zu holen, dass wir wollen die Gewinner sein. Dann erstmal bloß, wer du im Reis ist. So von der, wenn ich und du, man Jesus hat dort angefangen, das Wort, diese Erfahrung, hat dort angefangen, dann wahrscheinlich hast du Arm im Öl. Und was ist die Ursache? Warum würden wir Arm im Öl haben? Das denkt es, wenn wir an uns wird angefangen, dann ist heute mein Radar. Heißt der mit dem düsteren Licht sahen dort. Heißt der die Tränen hart heulen dort. Heißt der, wo ich verbessert sein, nimmt und lädt mir die Rüt. Heißt der, wo mit Vertweifeln dort, wie es mir die Wahrheit. Heißt der mit
Trost geben dat, wo mir an Trost fehlen dat. Hij is da, wo ich Angst habe, wat mir Frieden geben dat. Was ist Jesus für dich? Hast du das auch im Öl? Oder was hast du von dir im Öl? Ich wünsche, wir können alle sein, ich habe das im Öl, wenn du willst, habe in mir das Wort angefangen. Mag Gott ihn wirklich sehen. Und ich wünsche, dass unsere Horten würden aufgetan worden, dass das wird können nachfallen in ein Hort, dass wir alle können sein von ihm. Und mag Gott ihn wirklich sehen. So dann haben wir nicht erst ein Zeugnis, und nur dort haben wir danach ein Leut von der Jugend, und dann haben wir ein Gebet. So haben wir ein Zeugnis von Peter Peitasch, nicht? Peter Peitasch. Ja, genoeg was alle. Mir wordt gevraagd dat ik wil mijn zeugnis mitteilen en dan wil ik hier en down ween. Ik ben zo dankbaar voor wat de Heer mij opgedaan heeft, wat hij mij op de raad gegeven. En vielleicht weet je alle, mijn naam kan, weet je vielleicht alle, ik ben Padash van Kompetien. En mijn vrouw dat is Greta, Jan Ernst, de dochter van Rosendaal. Ja, en ik ben ook in mijn jugendtijd, ik ben ook op een gas geweest, also heel die meerheid vielleicht gehad wat het gasleven is. Dat we ik daar geleefd heb en dan weet we, als geen, als niet wat goud, denk ik niet wat ik weet, denk niet waar ik zijn geweest aan die tijd. Mocht nu beter zijn, maar ik geloof niet, wat is beter geworden vandaan. Veel met drinken te doen gehad en veel aan beanklare wijze geweest. En einerseits had ik een groot accident nog, waar ik zalig ook te dood kwam en ook beanklare wijze. En God had danach beschützt einmal wanneer ik niet meer klar was. Wie Gott sehr dankbaar für seine Luther, wat hij hem toen ik heb wahrgenommen ben. Wie ik bis gleich naar de hal gegaan en dat was schrecklich wanneer. Ja, en evens über den funk ik een jaar wat ik zag gleich in daar, aber ich habe vielmals selber Betrieb ben, vielmals wo ich durch an beanklare wie es angekommen en lang nicht der Lauf durchgehabt, was ich haben sollte. Und das danach haben wir, was von der und danach haben wir so verjagt mich, wo einer verfehlen hat, wo ich sehr dankbar für sein. Und so wird viel für mich gebetet haben dann all die Zeit. Ich habe dann nicht gedacht, so viel um beten, aber vielleicht erhofft es nicht. Und über den, wo wir uns befreien, dann will ich zu Unrecht gehen, oder meine Eltern schauen auch nur, ich soll mal zu Unrecht gehen. Vielleicht will ich da mal ein besseres Leben anfangen. En heb ik veel met zelf betriebt. En over den ging ik zu Unrecht. En daarop kwam ook wat we zullen een Zeugnis geven. En ik werd daar leer onder Erkenntnis. Ik wist ik krijg wat niet moeilijk wat het weer. En vroeg naar anderen wat ik moest zeggen, of wat krijg ik. En de persoon geeft me nog wat Bibelversen, ik lees dat door en nou, ik wil ook al mijn beste, niet wat, aber dat is best wel wie het denkt, ik heb ook de zinnen vergeven, ik heb ik dan gekregen, wegen iedereen mijn director, ik wil al mijn beste, dat is niet wat ik niet wil. Aber best wel wie dat dan opdagen daar. En we gingen bevrijd bij ons ook. En ja, ik werd ook getauft. En probeer ook zo goed als mogelijk mee te merken in de gemeente, zo wie het en ook mee te leven, met de andere christen, zoals de meerheid dat dan duidt, wat
Große wir nicht zu sein, was ihm noch was fehlen da, was einer nicht im Glauben wäre, oder irgendwo wegen einer Probe so gut zu möglich, alles mit zu mir. Aber ein Tag, ja, von du wieder lebe ich immer im Zweifel. Ich weiß kaum nicht, es sind gerade oder sind nicht. Wenn dann oben checken wir, dann mir wird es schwer, ich weiß, mir viel Wort, aber ich kriege mir da nicht auf. Da habe ich viele Jahre im Zweifel gelebt. 15 Jahre habe ich immer im Zweifel gelebt. Aber ein Tag, bei der Männererbauung wir, und 2013, dann bete ich, weil ich will auch mit in die Klarheit kommen und in Prediger rede ich noch von, wenn im Zweifel wir so mal einen Pool ankielen und von du wieder mal ja, da klar mehr. Und ich will es auch starten, ich denke nach, aber irgendwo komme ich da noch nicht durch. Aber meist fürs zu hängen, ich weiß nicht, wo lange Luther das wir. Aber in Sinn nach eine strenge Botschaft worden von der Bekehrung. Und dann direkt dort auch, der Krieg, wo wir das müssen tun, wenn wir wollen gerat sein. Und ich frage um Vergebung. Und sagte, Jesus soll in mein Hart kommen und mir raten. Und dann direkt dort, ja, in die Kirche, auch nach Luther, so ist noch einmal, dass ich tüß wäre. Aber ich dann war wieder im Zweifel, ich wusste noch nicht näher. Aber der Zeit, da wir tüß da wir das Neue Testament studieren mit Familie Taub. Und dann wir ein Ofen bei der Reimer. Da wir Kapitel, Reimer, das 4. Kapitel. Und du das, ich werde die Versen hier lesen, die 3. und die 5. Vers. Dann was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der keine Lustung bringt, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Was wir das übergehen, dann auf einen Tag mit zu Oper, dann komme ich zum Glauben. Ja, aber du sagst, ich zweifle bloß und ich glaube auch immer, aber irgendwo habe ich nicht den reichen Glauben. Ich habe auch bloß gehabt Glauben gehört, ich kann das noch nicht ganz, ich kann bloß nicht gleich begreifen und nicht verstehen. Ja, von hier wieder dann bin ich sehr dankbar für, was Gott mir das gewesen hat, was mir das aufgedacht hat. Und er will aber irgendwo, wenn er ihm das nicht aufdacht, dass man ihm das nicht anklickst, dann wird er wir. Ja, und eben bin ich sehr dankbar dafür, ich würde jedem ein, der einen Zweifel leben, der würde ich gesagt haben, und merkt, das klar bin. Das ist sehr schwer, im Zweifel zu leben. Ja, Dankeschön. Stimme des Gewissens lässt uns nicht vergessen. Lass mich neu beginnen, mach mich von gestern frei, lass mich die Wahrheit erkennen und mach mein Leben neu. Keiner kann sein Leben
Straße finden, die sich nicht im Kreis dreht, und wird nie sein Ziel erreichen, wenn ihm niemand beisteht. Keiner wird die Straße finden, die im Lichte endet, wenn er sich bei seinem Suchen nicht an Jesus wendet. Lass mich neu beginnen, mach mich von gestern frei, lass mich die Wahrheit erkennen und mach mein Leben neu. Lass mich neu beginnen, mach mich von gestern frei, lass mich die Wahrheit erkennen und mach mein Leben neu. So, wir wollen Bruder Ronald nu die Gelegenheit geben für die Botschaft, so mochten wir uns alle opnemen für das Gebet. Herr Jesus, wir kommen von dir für dich, noch einmal, wir danken dir von dir, dass dein Wort durch gepredigt worden, dass wir diese Gelegenheit haben, dass wir das tun. Und so bringe ich nu auch Ronald für dich, musst du seine Lippen salben, dass er was reden, was du zu reden fehlen wird. Und mocht dein Geist auf uns von dir sein, mocht dein Geist machtig wirken in jeder Hort. Herr Jesus, mochten Horten, wo du steinhart sein, weg worden. Und Herr, mocht das passieren, das Wunder, was du so Student passiert ist, man hat gut Wutter zu Wien zu merken, dann wird wieder dort jeder Sünder jetzt ein Kind Gottes zu merken. Und mag dein Wort hier ab von dir kraftvoll sein, Herr, und dass dein Name kann verherrlicht werden. In deinen Namen. Amen. Amen. Gottes Geduld ist mit uns. Meine Frau und unsere Kinder, die sind auch hier. Die sind eine Anzahl, wir sind nicht. Und meine Frau sagt, dass wenn sie dort thuis in der Gasthof zitten und kijken, dann, wenn die Kinder dann sagen, nu kommt daar hinab, en dan komt hij hinab, en dan zei ze, groot zei ik zei, dan zei Zeil, Gottes Gnade is met u. Zij weten dat al, dat is wat zijn. En dat is het ook. Ik heb van deel was ik hier op gebedsstunde werd, en dan sag ich bei ihm, heute ich weiß, hast dich gemerkt, aber ich sag bei ihm, something, was ich bloß sehr gleiche Zeit. Und dort wird, dort hier in diesem ganzen Gymnasium, da wird hier door alle weer een groepen worden beden deden. En dat is dat ding wat mij grote aankomt uit, wanneer ik zeg, oké, you know, en zag veel, en hier, dat er wordt gebed, en dan kun je niet correct verstaan, ik wil zelfs in een gebedsgroep. En dan ging me dit om zijn. Dacht ik, bis als ik toen in een gebedsgroep weer, dan dacht ik zo, nou weet, wo de bijzijn is, dat krijg nu hier binnen mag komen. Allebei wat je beet, en allebei wat eind er onderwijs, jij de bijzijn is je beet. Dan dacht ik me zo, woest de betere steed te zijn als krijg hier, you know, er wird alles met een rouge en de beden, veel mensen. En dat is hoe ik wil zijn. Gottes Geist, wanneer we dem onderopen doen, ik weet de juiste zijn niet te zijn. En zo, daarin weet ik niet, als ik kan krijgen erklären, wat dat een juist, wanneer die
von uns geht. Das ist mir nicht wichtig, ob die dann bloß in Kordengsche aufessen oder ob die dann ein Mehl aufessen. Aber ich dachte bloß so, dass das wird bloß eine sehr anmachelige Stelle sein, für den bei so jest. Mich hat das interessiert. Das ist, was ich glaube, was wirklich ein Kirchenleben ist. Da sind some Dinge über Kirchenleben. Ich habe mit über gedacht, eine so eine Botschaft von dort haben, hey, der Weg ist schwinn genug haben. Und wo wir das nächste Mal loten. Aber in Kirchenleben ist ein langer Ding, kann worden bloß ins System. Das ist der letzte Weg. Ein Weg für das ist der letzte Weg. Dann hielt ein Bruder mir das fair, er sagt, jene Kirche schafft so aus dem System. Je tun das bloß immer so stehen. Well, ich habe nicht, was du gesagt, wenn ich wüsste, dass er wird viel reicher, als ich mir wünsche, dass er wird. Aber ich will uns von dem mal was sagen, was ich Jahre zurück mal lesen in einem Buch, was mir nur sehr gepackt habe. In das Buch schreibt das was. Vielleicht wollt ihr das selbst noch mal lesen, ich will die Motor sprechen. Das Buch heißt Fresh Wind and Fresh Fire, but it's written by Jim Cymbala. Und ich habe meine Bücher, gute Bücher zum Lesen. Aber in das Buch, durch die Schrift von der Geschichte, wo er in New York City hat mit der Kirche angefangen. Ein Gedanke wollte ich mal mitnehmen. Er sagt das was. Wenn du was weiter, wo der geistliche Niveau, manchmal da wird es Schmermeter an den Motors, dann checken wir, aber wo riecht das? Wenn wir wollen an die Gemeinde auch meten, wo geistlich ist an die Gemeinde, damit wir vorher checken, wo groß ist die Gebetsstunde, wenn die Gemeinde tut für Gebetsstunde. Da noch ist da geistliche Kraft. Ich sehe einfach in Prediger oder ein Pastor, was leibet hat, dort als Gemeinde habe ich zwei Options. Und dort ist an die Gemeinde Troubles, aber Gebetsstunde zu haben. Oder an die Gemeinde Troubles eine Bruderschaft, für sich durch zu groven, uit te groven, en je know wat immer dort an alle Brücken hat. So, kann ich im Motor sprechen, weil wir beten. Und weil wir top kommen zum Beten. Weil wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Und dort ist, wo wir immer Wunder passieren in der Gemeinde ist, was keiner sich wohl gedacht. Das ist von der oben an die letzte Botschaft von diesem Werk von Botschaften. Und der Werk, der erste, was ich habe gerechnet heute, wo sehr hauslich am sein. Mir anke morgens, da war der Träger ein Haus zu pflegen. Ich war sehr mutig ein Haus. Mir hat mein Leben schein. Mir hat es schein, ein Prediger zu sein. Mir hat es schein, even ein Kirchenleiter zu sein. Wenn ich mein Leben nach Himmel wählen, ich meine, das ist noch lange nicht durch, wenn ich nach Himmel wählen, mein Leben zu leben, ich würde unbedingt weiter wählen, als Prediger zu gehen. Von 23 Jahren an und wieder. Laat sein, dass es bij een lied en een goorstoof, oder das bei diesem Lied even middagsters, wo du noch Mittag abbost, ich habe da steht, und da machen kämpfen immer die Jes, und Menschen worden frei. Und weet je wat, von der sind wir hier in das Gymnasium, und der Jes Gottes ist von der hier, und der Jes Gottes will allen von uns frei machen. Einige von uns leben vielleicht ein Leben von Zweifel. Wir haben vielleicht mal eine Erfahrung gemacht, mal sometimes in unseren jungen Jahren. Und wir weiter von euch mal nehmen. Ist dort überhaupt eine Bekehrung gewesen oder wäre bloß eine Erfahrung, somehow haft im Feind und geglaubt, wir sind, wo wir kommen, wo wir einfach anfangen zu zweifeln, sie ich überhaupt bekehrt. Der nächste ist hier vielleicht ein weiter, dort ich sie nicht bekehrt. Ich habe vielleicht auch vor Jahren einmal war eine Botschaft gehört über Bekehrung. Ich weiß eigentlich gerade, was ich soll tun, was Gott von mir fordert, wo ich mir soll angeben, aber ich habe mich noch zweimal hingegeben.
En du wunders vielleicht, wat Gott nog mal op eens een grote, zware belevenis zeggen, wo du bij eenmaal was en een grote, zware something beleven en dan was bij eenmaal daar zijn komen? Weet je wat? Nee. Krijg du, wanneer du 20 oder 30 oder 50 jaar bij in het evangelium gekomen hast, die nog niemand bekeerd. Du wirst ook gerne bloß even opwarstig am Mittag stehst mit dem Bruder Taub, oder even allein, wirst du dort gerne bekehren. Aber kein großes dit oder dort. Gott seine Gnade schafft es dort. Eine Bekehrung ist so ein einfaches Ding, dass du nicht brauchst, den einen Namen zu schreiben, um eine klare, wahrhaftige, wahre Geburt zu beleben. Das ist, warum das Evangelium so wundervoll ist, von zu reden, because es nicht ein schweres Ding. Es ist ein sehr einfaches Ding. Von der ist die Thema, aus der Frau, kann auch ich selig werden? Wenn du das Thema hier lässt, das ich sehe, da komme ich vorstellen, hier sind so die weiter voort. Oh ja, ik weet graag wat het is. Ik had het beleefd. Ik zie voor de vrouw, ik zie dankbaar. Wanneer je de Bibel ophaalt, we bladeren in de Apostelgeschichte, het 16e kapitel. En dan nu vers. We hebben bij 29 vers mal anfangen. No, we hebben hier mal nog een beetje anfangen. We hebben dem 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Das ist, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind, dort in Philippi. Und sie hadden da gesungen danach. Und als sie das singen, dann sagte, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleich darauf öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller lösten sich. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Und dann im 29. Vers, dann dreht sich das Bild. Irgendwo hat das Kerkermeister en zijn sloop oder en de nacht, wo hij gehört hat, wo Paulus und Silas durchgesungen haben, aber irgendwo hat der Herr Jesus am Ende der Nacht zu holen gehabt. Das hört sich so, hij hat hier geschlopen, aber das Moment, wo das Erdbeben wird, aber aus Heimat einmal antwort, dass die sind noch alle hier, die sind alle los, aber die sind alle hier, irgendwo da, merkt hij op für something, was am gemoond hat. Nou, hier wird ein Erdbeben, von der Abend rechne ich nicht mit, und jetzt, das kann passieren, dass even uns die Beben wird schadern, wenn ein Erdbeben ist. Und was ich will sagen ist, das braucht nicht ein Erdbeben von der, der Tüchhaus auch glücklich war. Das kann krack so lesen, so maklich hier die Länge sein. Wenn das Erdbeben wird passieren, das wird nicht helfen, dass ich und du uns wieder besser bekehren können, als wenn ein krack ist, das bleiben wird, okay? Die Entscheidung ist unsere. Die Hingabe, die ist bei uns. Aber hier ist es dann, sagt er, 29. Vers. Er forderte ein Licht und sprang hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen, führte sie heraus und sagte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? In some von der Übersetzung sagt es, was muss ich tun, dass ich selig werde? Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie predigten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Da nahm er sie zu sich in derselben Stunde danach und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde sofort getauft, er und alle die Seinen. Haben wir mal gedacht, hij fragt die Frau, wo ein Mann selig zu werden? Paulus, der jeft am der Antwort dafür, wie hier aber nicht von, was er dann nu gedaan hat. Wie weet er bloß, dass er in die Regens rein was, und dass er sich toll verleiht. Aber manchmal würde ich echt wel denken, nou,
Wo de kerkermeister weer op zijn knieën en wat krijgt de beden? Dat is bloß sehr viel weet dat dat niet in de Bibel opgeschreven is. Dus zullen we ons op ernst te vragen, because wanneer dat wird opgeschreven wordt, de kerkermeister, daar wird vielleicht op zijn knieën raufgekommen en dan wordt hij gezegd, dit en zo dit, wordt dat gebed ha, en dan wordt zijn opgestaan en dan wordt Paulus hem de hand gereikt en zegt, nu bist du bekeerd. Weet je wat, dan worden du en ik alle datzelfde bezoek nodig en dan leven we hadden een bekeering beleefd. En dat wordt ons niet goed zijn. So, die bekeering is die bekeering. Meine is mijn bekeering. Ik zie van jou bezorgd. Ik weet dat thema van bekeering is een leven, dat is een rijve thema hier en dat is omgegaan. Dat heeft mij gevraagd. Mij heeft het gevraagd dat een maar eenmaal nu een gelegenheid heeft met personen van de bekeering te reden, wat we 20 jaar terug ook al worden Könnte, maar niet deden. Aber irgendwo von der kommen wir immer schön auf das Thema. Wenn wir mit der Top Kaffee haben, dann reden wir von der Bekehrung. Das gleich ich. Ich sage, dass ich eine Hoffnung bin. Aber du hast auch die Gefahr, dass einige von uns möchte aber einmal an das aller Top in den Zweifel nehmen geraten, because mein Nachbar, was ich doch, was in sehr feiner Mann oder Früh wird, al für Jahre ist ein sehr vruchtbringende persoon geweest, die komt nu weer eenmaal op en zegt, nu heb ik me bekeerd. Weet je wat? Dan maar eenmaal komt het meest door ik aanvang te wonderen, nou hier, zo'n fijne mensen, als ik ben eenmaal bekeerd dan, waar ik lang dacht wat bekeerd werd, waar staat het dan nu nog met mijn bekering? Wie dat nou weet wat ik 20 jaar terug beleven deed, oder? Wanneer we die tijd weet? We hebben ons eenmaal onze bekering, wat we hebben, laten vermoederen. Wanneer du bekeerd bent, dan laat die baas dan over zich bekeren, dan blijft du immer nog bekeerd. Die fehlt dan nog geen bekering. Maar we hebben ons vrij, want goede mensen zich prima bekeren doen. Maar wanneer ik bekeerd zie, ik blijf bekeerd, even wanneer de betere mens beziet mij, zich dan über een bekeren deed. Als ik niet meer bekeren wil, oder dood, mijn bekering wordt niet zoals sommige andere mensen het geweest. Als onze kinderen, onze oudste 5 kinderen, wat zich bekeerd hebben, die hebben alle een zeer verschillende proces doorgegaan in dem dat ze zich bekeerden. En zo, dan moet je vielleicht vragen, nou, zijn ze dan ook alle bekeerd? En ik ga dat volste vertrouwen, zijn alle bekeerd. Maar dan wil ik je kunnen zeggen, want iemand wordt onze oudste 5 kinderen zo de lijn gaan, dan moet je vragen, wat bekeerd doe die? Dan moeten we zo van oudste eraf komen. Dan moet die oudste vielleicht zeggen, wel, hij was jong geweest en hij had hem juist Gottes gefeild en hij werd alleen, ik weet niet graag, aan zijn stoel, waar hij buiten was, maar hij had er eenmaal gefeild dat hij zal zich bekeren, hij had gebed. En God had hem de ogen om. Jonken zien alle. De nächste, der wordt vielleicht ungefähr so stark vertalen. Voor zich alleen, maar eenmaal gefeild, ik zie ohne Jezus verloren. Als een kind. Oder aus einer jungen Jugend, soll ich vielleicht sagen. Und sie hat da sich bekehrt. Das nächste Kind wird eine andere Bekehrung haben, wird ein anderes Zeugnis haben. Wird vielleicht sagen, mir hat es lang angelegen, aber ich will nicht. Mir legt es an, ich soll, aber ich will nicht. Und ich verslaap das, bei einem Tag, ich mit einem von meinen Eltern taub, und einer Stuhl allein wird, und wir beten da, en krijgt door hij me bekeerd. Wanneer ik mijn bekering zal vertalen, ik wil niet dat je nog meetje kan doen, maar mijn bekering wordt niet van die, wat we willen zeggen, dat het weer dinsdag, dan maar eenmaal, dan weer dag. Het wordt een proces, wat mij heeft tijd gedaan. Maar mensen mij vragen, wanneer hast u die bekeerd? Of course, mijn gedanken gaan terug naar een ervaring. Aber ich soll vielleicht sagen, nur ein paar Erfahrungen. Ich habe keinen Zweifel über, als ich bekehrt sie. Aber ich sehe nicht der Janja, wo bloß bang, aber immer habe ich es klar. Dort dir meine Zeit, ich
ik kreeg zoveel te houden dat ik wist dat ik moet naar Jezus gaan en ik moet naar Jezus gaan voor vergeving van mijn zin. Maar weet je, ik weer zo in confusion ben, dat wanneer ik ook Jezus door had aangenomen, maar dat we plötzlich in confusion bovenop deze nieuwe plan, dat de nieuwe plan kon allmählich in deze confusion irgendwas aanvangen. Because ik had een oprechte indruk van een bekering. En zo ik leefde in deze confusion, gelijk niet veel jaren, maar dan met eenmaal dan trok God mij door een andere ervaring. En ik wil van jou niet de einzelheden van al die ervaringen vertalen, maar in deze tweede ervaring, dan met eenmaal dan kwam ik veilig door, ik kwam te geloven. En ik heb mij gezegd, dat daar is, waar mijn christenleven van die dag immer heeft wat je meent. En al die jaren waar ik zie als prediker rondgevoerd heb, met zeer veel mensen kunnen top zijn en met veel mensen kunnen door God zijn genade bijzetten en bijhoren wanneer ze zich hebben bekeerd, of wanneer ze zich hebben opgekloord, dan wil ik van jou dit bij zeggen. We kunnen eenmaal onze bekering met ons broeder of onze zesde bekering verzekerd te vergelijken. En dan we mijn veel anders is als eerder, dan moet ik ontvangen te twijfelen. Zo we hebben ook klaarmaken dat die bekering is die bekering en mijn is mijn. Wichtig is dat du en ik kunnen teruggaan in ons leven zeggen, daar moet ik naar ervaring. En die tijd moet ik naar ervaring. En dat we weten, dat is nu klaar. Zo, we hebben voor jou in onze boodschap ons een beetje God zijn woord neerkijken. Wat is een bekering? Ik wil je dat nu al zeggen. En ik wil die gleiche motor te spreken. Wanneer du een persoon bent, wat over deze zaak einfach onklaar is, of du bent klaar, du bent niet bekeerd. Voor jou nur de boodschap. Dan willen we alle gelegenheid geven wat het veel wordt, om deze zaak klaar te krijgen. Zo dat zeg ik je nu al, nur de boodschap, dan wordt de gelegenheid zijn voor zelfzorge. Je hebt die hand, maar daar is wat er veelt. Fällst du van jou, dat du best niet rijdt om sterven. Want Jezus wordt van jou over deze nakomen. Best du dan zo'n wat aanbidden die angst heeft. Oh, ik weet niet, ik hoop, ik heb niet. Ik wens, ik krijg nog meer gelegenheid. Vielleicht best du hier van jou zo'n wat er klaarveilig dat door zijn some zin, vielleicht zin van de vergangenheid, die bouderen die en die merken dat die de gruwelen is voor de dood. Oder zum God te bejenen. Fällst du van jou verpleegd, doel je direct. In Jezus, die leven, die innerlijke leven is kapot. Zin is wat beständig in die hart regiert het. En du fällst voor de zin immer wahrer en immer wahrer en immer wahrer. Bist du van jou hier in die zet en denkst bij die van jou voor die zelfs door, dat wanneer ik van jou moet sterven, wanneer ik krijg nu moet sterven, dan moet ik waarschijnlijk naar de hel gaan. En du zet met de vrouw, moet ik ook kunnen zelig worden? En mijn leeuw, en de dag van jou, moet ik ook kunnen zelig worden? Like, wordt het zo'n geven, dat du waarschijnlijk van jou te bad gaan, wetend, nu zie ik verjeefd. De antwoord te de laatste vrouw is, ja, krijgt u, krijgt een dood, alter jong, krijgt u, als van jou te bad gaan en weten, nu zie ik je raad. Nu zie ik ook zelig. Zo wat moeten we dan doen, om zelig worden? Nummer 1, du moet dat erkennen, dat die veelt tot aan een heiland. Weet je, waar we manchmal kunnen verzonken worden, is dit, dat we gaan ook dat begrip van een bekering. En wat ik meen te zeggen is, dat sommige mensen die willen zich, of zich en zijn bekeren ohne een heiland. En wat ik meen met dat te zeggen is, dat wanneer ik alle mijn zin bekennen doe. Ja, ik zie vielleicht jong en ik, some van ons zijn een beetje op de stich geweest. Ik zie teilweise op de stich geweest, maar we willen onze zin alle bekennen. Ons deed dat al zo leid. En zo ik ga naar mijn mom en dad, ik ga naar mijn leerders, ik ga waar immer ik me verzindigd heb, daar ga ik en ik beken alle mijn zin. En dan heb ik dat dan nu alle gedaan, ik loop vielleicht sogar nog 12 op dit. En dan
wieder im Leben, dann denke ich immer zurück, oh ja, ich habe alle meine Sinn bekannt. Ja, meine Sinn habe ich damals alle bekannt. Aber wenn der Timer von der Bekehrung abkommt, dann denke ich, oh ja, aber dann bekannt ich alle meine Sinn. Und immer nur dem, wenn ich habe gesündigt, dann habe ich immer versucht, alles zu bekennen. Und ich versuche die Rechnung ab Null zu holen. Weet je, lieve Lied, sonst dort ist nicht eine wahre Bekehrung. Because, weet je warum nicht? Because ich verlot mich nu ab meine Buße, ich verlot mich ab mein Sündebekenntnis. Und so, dann gehe ich durch im Leben durch. Und ich glaube immer noch, dass mein Sündebekenntnis ist dort, was mich frei gemacht hat. Kriege ich das zu holen? Hier ist kein Jesus, hier ist kein Blut von Christus und so eine Bekehrung gesteht. Das ist einfach bloß mein eine Ding. So, das ist nicht eine wahre Bekehrung. Das ist, was nur gemerkt hat. Und, some von uns sind von der vielleicht so treu hat ich, und ich dachte, mit diesem keinem nicht verdammen nicht, aber was ich meinte sagen ist, some sind so treu hat ich, und wir holen uns um so eine Ladje Bekehrung. Und wir bringen sogar Frucht. Wir haben sogar ein gutes Leben, Menschen, die können uns brücken. Aber weißt du was, das ist, wo es befehlt hat, dass wir uns selbst num Heiland, oder ich soll vielleicht sagen, num Tritt bringen, und wir antworten, dass meine Sinn kann allein Jesus betonen. Dein Sündebekenntnis ist nicht deine Erlösung. Da braucht Jesus und Jesus im Blut, um das du und ich Vergebung der Sünden zu erfahren. Und so, wenn das ist die Bekehrung, auf was du gelebt hast, dann würde ich dir von dir einfach bis gleich im Auto zu sprechen, dann merkt diese Sache von dir klar, und kommt von dir, von dieser neu gemerkte Bekehrung, kommt von dir in die echte Bekehrung, oder nicht, die Bekehrung ist bloß eine Bekehrung, und das ist die, wenn wir nur Jesus kommen, kommt von dir mit deinem Leben, und so ich sehe, da kostet du für dich allein in deinen Schlafstuhl alle Regeln, aber du kannst gerne nur der Seelsorgestufe kommen, und dann mit somebody tun, was die klarer durchleiten, aber dann dürfen wir von dir abhören, mit uns Sündebekenntnis glauben, und wir kommen wirklich im Glauben nur Jesus, und wir nehmen sein Blut an, aus dort, wo unser Sinn betont hat. Und dann, von dort wieder, dann haben wir das dann klar, dass nu verlor ich mich ab Jesus sein Blut. Und weißt du was, und dann habe ich something, was du Kraft hast. Jesus sein Blut, das alle unsere Sünde betont. Das ist ein wunderbarer Ding. Jesus sein Blut betont die Sinn, was du morgen warst, und betont die auch. Wir dürfen nicht immer waren und immer waren uns bekehren. Jesus sein Blut, wir sind ganz bedacht mit seinem Blut. Und wir verloten uns nu ab Jesus sein Blut. Wir glauben an das. Das ist, was ich meine, das. Und wenn ihr eine Bibel habt, Römer, das 3. Kapitel. Werden wir mal ein bisschen dort hinschicken. Das ist ein wundervolles Kapitel. Oh, werden wir hier mal, wo wir anfangen. 21. Vers. Nun aber das ohne Gesetz. Die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bestätigt durch das Gesetz und die Propheten. Das 21. Vers. Das Rotste, was ich erklärt mit so einem Menschen, die versuchen mit guten Worten oder mit Sündebekenntnis zu der Gerechtigkeit Gottes zu kommen. Das ist nichts anderes als alle Gesetz, dann dass du durch gute Worte versuchst du, gerecht zu werden. Nu wirkt eins rot, was Holz am alle Gesetz. Aber check mal, nu sagt er, nun aber das ohne Gesetz. So, nu handelt sich doch nicht mehr um deine Buße. Unsere Buße ist still im Port von unserer Bekehrung, aber das ist nicht, was uns das ewige Leben gegeben hat. Hörst du, was das sagt? 22. Vers. Die Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi zu allen und für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. So, die Gerechtigkeit Gottes, was hier sagt, die kriegen du und ich durch Jesus Christus. Und da wenn ich, wir können nicht auf unsere Sündenbekenntnis bühen. Sündebekenntnis ist ein guter Ding, aber es ist nicht eine Bekehrung. Sündebekenntnis ist einfach bloß, wo reinmerken, aber die Bekehrung ist, Jesus sein Blut anzunehmen aus meiner Erlösung. Aus da, was meine Sinn betont hat, so dass hier sagt, im 24. Vers, 22. Vers, die Gerechtigkeit Gottes, aber durch den Glauben Jesu Christi, zu allen und für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden, hörst du 44. Vers, und werden ohne Verdienst gerechtfertigt
aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. So von der dann wegen wie weich, wenn das der Fall ist, dass wir unsere Bekehrung haben, unsere Buße sagt, nu gehen wir ohne Verdienst am Glauben nur Jesus und wir nehmen die Gerechtigkeit an, was er uns gegeben hat. Und das stimmt, mit so viel steht in der Bibel. Wir nehmen Jesus an und Johannes 1, Vers 12, wir nehmen ihn an und er hat uns dort reich, seine Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Einfach Lied, das ist so ein einfaches Ding. Ich komme von dir, nur Jesus. Du, was bekehrt bist, du hast es belebt. Wenn ich vielleicht ein anderer Stopp ist, ich das habe belebt. Aber du kommst nur Jesus und an dein Hort, langs du rüht, mit dem Verlangen, Jesus, nimm mich an. Vergib mir meine Sinn, nimm mich an. Und dann sagt er, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und liebe Zuhörer, ja, besonders wichtig, an eine Bekehrung gedacht. Aber da tun ich ein Kind Gottes wurde, dort ist einfach nicht ans Ding. Dort ist einfach dort, wo Jesus dann ab der Jewered, was am unnehmen. Dann kriegen du ein Geschenk. Und das ist mal krass, was es sagt, in Römer 3. Kapitel, was wir hier gerade gelesen haben, und werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Das ist ein sehr wundervolles Wort. Als ich nur eine Schuldige und als ich eine Jugend wird, dann gleich steckt das Wort nicht, ich kann das nicht verstehen, meine Eltern, die singen manchmal das Leid. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Well, ich sage das mit me never sense, wir besuchen Leid. Aber ich ein Tag kann verstehen, das war das. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir haben eine Gerechtigkeit gekriegt. So, wir nehmen Jesus an, und liebe Zuhörer, ja, das ist ein klares Ding. Und du weißt, du kostet weiter, und ich hoffe, du weißt dort, als du hier Bane bist, oder als du hier Büter bist. Some Menschen, die zweifeln. Ich wünsche, wir können von dem Zweifel von dir auch loskommen. Aber du warst ohne Verdienst. Hab einfach nichts mit deinen guten Worten zu tun. Das depend. What's the teacher would for depend? Das hängt nicht auf von deinen guten Worten, als du warst selig worden. Das hängt auf allein, dass du glaubst, dass Jesus dir gerettet hat. Of course, wir wollen da meist kommen, was folgt ab dieser Bekehrung. Die verlorene Sehen in Lukas 15. Kapitel. Man, wir würden schwimmen ein bisschen in Lukas 15 gehen. Da ist das ist ein Gleichnis, was Jesus der Brücke hat, aber ein sehr klares Bild, wurde es ohne Verdienst gerechtfertigt zu werden. Die verlorenen sehen, als es die Geschichte bekommt, wir wurden nicht vom Anfang übergegangen, aber wie weit, wo er dort bestarb ist, manche Schwein, in das Leben jetzt nicht mehr erscheint, er ist mit sich selbst ab und eng, er fängt an zu hungern, und dann sagt er, am 18. Vers, am 17. Vers, da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich komme vor Hunger um. Das, wenn er hier sagt, dass ich komme vor Hunger um, das meint, vielleicht kriegst du es wieder von dir jetzt. Wir denken von dir an die Bekehrung, wir denken an das ewige Leben. Und das Ding, was wir feilen tun, ist, dass ich komme, aber an das alle Top, dann komme ich bloß an. Ich habe al voor jaren verzocht wat te leven, oder ich habe voor jaren al jeen gesagt, und ich will mich nicht bekehren, und die innerlich fällt dort, dass ich komme einfach bloß direkt an. Und mancher Mensch, der lebt in diesem Stadt, wo er überzeugt ist, dass ich komme actually an. Mit mir hier das actually bloß in der Hall nehmen. Wir hier von der ein Zeugnis, und wir hier die ersten Zeugnisse, von Männern, was da gefeilt hat, dass das schafft nicht, ich gehe verloren. Und wo sie dann zum Licht kommen, wundervolle Ding, Zeugnis die geben davon, das verlorene Sehen, er sagt, ich verderbe im Hunger. Dann der 18. Vers. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht wert. Mooi dat eerst los wie in Römer 3. Kapitel und werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Das verlorene Sehen, die können nicht in Hus kommen und sagen, oh, ich habe Buße getan.
Hij kon in een huis komen en zeggen, oh, ik heb veel goede werken gedaan. Hij erkende op plus bij eenmaal dat ik zie plus ganz verloren. Ik kom aan. Ik ga niets te met in een huis gaan. Ik wil dus einfach met mijn verlompte kleid nemen gaan in een huis zoals ik zie. Ik heb het verstaan. Hij kon niets brengen. Hij kon niets brengen. Du en ik, wanneer we naar Jezus komen, wie brengen er niets aan. Nichts, nicht in godet werk, nicht böse, nichts. Wir kommen bloß einfach in uns Sünden schlagen, wir kommen nach Jesus und wir erwarten, dass wir worden ohne Verdienst gerechtfertigt. Der verlorenen Sehen hier in Haus, Vers 19, Vers 20. Und machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als aber noch fern war, hier ist nur der Port, wo die Gerechtfertigkeit beschrieben wird. Als aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und lief und fiel ihm seinen Hals und küsste ihn. Ich habe von dir einen besten Moment nehmen und ich habe sie ein kleines bisschen nehmen, was passiert ist, wenn ein Sünder nur Jesus kommt. You know, du bist nicht so aus der verlorenen Sehen, wer wir dann nicht mal sagen. Du bist vielleicht diese ehrliche, schmacke, gute Mejal oder Jung oder Frau oder Mann. Du weißt, dass im Dorf hast du einen guten Eindruck von dir. Aber du weißt, dass innerlich dann verdorben weg im Hunger. Vielleicht bist du eine Person, dass du weißt, dass hier sind probably 100 Menschen in der Kirche von dir, die wünschen, dass du die von dir beziehst. Das ist so verschieden, als wir kennen sehen. Aber hier haben wir nur ein bisschen nur die Gerechtfertigkeit kicken. Aus der Sehnhus kommt, wie weiter, er kommt mit nichts an. Du, wenn du nach Jesus kommst, du kommst mit nichts an. Wenn er ist, dann bist du noch nicht rein. Wenn der Verlorene sieht, wie gekommen hat, gesagt, hey, Vater, guck mal, ich kann noch $20 über je holen. Das, was du jetzt mit einer Million, aber nu, hier sind noch $20. Kann ich irgendwo anfangen mit das. Dat würde so sein, als wenn ich willkommen und sage, weißt du was, ich sehe eben nicht so sehr schlecht, was das Jana ist, und you know, vielleicht braucht es ein bisschen, wenn ihr blut, oder, you know, no. Wir kommen alle mit nichts an. Und dann ist der Vater, sagt es, und als der Vater am Sitz, hier ist die Gerechtfertigkeit, dann rannt er die entgegen. Ja, krieg die. Wenn du von dir nach Jesus kommst, dann rannt er die entgegen. Und das Vater, der nimmt die an. Und er nimmt die an als sein Kind. Alle von uns. Ich glaube, ich kann sagen, alle von uns. Wir sind Söhne. Wie würde das eigentlich gleich, wenn Jesus muss heim und bucht sich auf und fällt uns mal an, als ein Vater sein Kind tät. You know what? Wenn ich morgen rechne, in Haus zu kommen, ich rechne, dass das was passieren wird. Meine Kinder, die haben Verlangen, wenn Dad mich wird antworten. Das Verlangen hast du hier auch. Der Vater im Himmel, die wird antworten. Und nicht bloß antworten, dann wird die ein neues Kleid geben. Dann wird die einen Ring geben. Und dann wird ein Eten anstellen. Und dann wird ein großes Fass machen. Because gerechtfertigt. Siehe, mein Sohn war verloren, er ist gefunden. Das ist Gerechtfertigkeit. Ich bin mir überzeugt, dass hier sagt von der China, ob du bekehrt oder unbekehrt bist, aber hier ist keiner von uns, wo du an der Bank sitzt und sagt, oh ja, und dort hat noch alle verdient. Der große Fass, der Betrag man kriegt. No, wir erkennen alle, dass wir sind Sünder und alle zumal sind wir Sünder. Aber das ist die Gerechtfertigkeit, das ist so ein Bild davon. Dat wir bis vor der Krieg, der Vater, der nimmt ihm ab. Matthäus hat auf Kapitel 28. Vers, und sei bekommt der Vers, der sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Weißt du, hast ein menschlicher Pott in uns Beinen. Entweder wir sehen uns von dir selbst aus der Verlorenen sehen, und dann hast du von dir vielleicht eine Stimme, die sagt, was es nicht wird. Du hast so gründlich abgemäßt. Du bist einfach bloß ein sehr jämmerlicher Mensch, du bist es nicht wert. Und da wird von dir eine Stimme an die Physik, die trägt zu holen, an dem, dass du würdest sagen, du hast es so sehr abgemäßt. Weißt du was, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist keiner von uns, was so sehr abgemäßt hat. Wenn wir uns von dir lassen, hart zu gehen,
die verlorene sehen, bist du, das ist ich. En de Vater, die steht und die luurt, die kijkt even over, en hij sagt, kom het her zu mir. Von dir kommt nur mir, ich will euch erquicken. Ich will die, das Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich will die frei machen. Ich will keinem nicht rückstehen, sagt Johannes 6, 37. Dit is wo ik de versen in komt, wat ik van rede, Johannes 1, vers 12. Want du en ik van jou ons worden aangeven en zeggen, wel, mijn zelfsgemerkte bekering, die laat ik van jou alle los. Ik kom van jou met een verloren zeentop, even de meiwe. We worden van jou einfach naar huis komen. Ik wil dit Christi bloed en gerechtigheid, dat wil ik van jou kunnen aannemen. Dit is wie Johannes 1, vers 12 zo klar is en zo einfach. Ik geef me van jou aan, van jou neem ik deze gerechtigheid aan, deze vergebung. Ik laat mijn oude leven van hingen, dat is boze. En ik ga van jou en strijk uit, nu deze wat u zegt, kom het her zu mir. Ich will euch erquicken, wie viele ihn aber aufnahmen. Ich ihre Mama wem top durchgehen, das Vers. Denen gab Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich gleich das Vers, so sei because an this Vers, da kostet die auch Beine sein. Du nimmst am an, und Gott gibt dir das Reich, sein Kind zu werden. Und nu glaube ich das. Simple. Nu heb ik klar. Jedes Mal, wat de vriend komt, zei, nope, dort zijn niet meer aan. Schwach als het wird, Erkenntnis, meest krijgt keine. Je leert woord, maar dat kost het niet weiter. Of course, dann vielleicht 25 Jahre trägen. Ich habe seit 25 Jahren immer gedacht, ich kann das nicht weiter. Und so, ich habe das in Gott gefeilt. Und mein enkel Leben so mal schein, aber mein, da kann ich nicht weiter in der Gerat ist. Und so, wenn ich das nicht kann weiter Gerat sehe, dann sehe ich, dann ist eine Plan, ingen Tag so. Ich habe doch nicht konvulsen, ich kann nicht Ton nehmen. Und mein Leben ist in Confusion. Aber ich weiß das nicht, da nehme ich Jesus an. Die fehlt keine Bekehrung, die fehlt bloß, dass du aus dem Glauben kommen, dass ich wirklich Vergebung gehabt. Das ist schon, dass das ich für Sens mag, 25 Jahre trägt. Aber Sam hat es belebt. Ihr Molle Mensch hat mit Tedoni gehabt. Ja, ich nehme Jesus an. Mit einem vollen Hort. Aber da wird die Prediger kurz besiegt rein und sagt, da kostet nicht weit, dass du hier ab bist. Das ist jämmerlich, schrecklich, um zu denken, dass es actually lebende Menschen gibt, was uns dort lehren. Because dat heeft de mensen eine Finsternis neergebracht. Vielleicht sind du und ich von der Ozone, wat an der Finsternis auch sind, confused was. Und wir haben Jesus auch. Da werden wir von der dort am Glauben klar machen, dass ich sie gerat. Und das ist, whatever Titel das ist, was ich in Confusion gelebt, die worden von der op. Ich glaube von der an die Bibel. Ich will von der zu glauben. Als Petrus predigt in der Apostelgeschichte, 2. Kapitel, habe ich mal über gedacht, was seine Botschaft wird. Vers 37, Apostelgeschichte 2. Mir hat das interessiert, wenn ich denke, dass er predigt da die erste Botschaft, das erste Evangelium, was gepredigt wird. Sie dann wieder die Bibel noch vertun. Ich lese dann, aber er steht hier, und hat eine lange Predigt gehabt, nach dem 37. Vers, du sagst es. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Nu hörst, was die Antwort. Petrus sagte zu ihnen, tu Buße, hier ab mit ihrem Leben, hier ab mit ihrem Denken. Und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi. Wenn wir hier denken an eine Taufe, da wird Meier aus bis nur Fähre kommen, die Leute Wut am Kopf, jeder oder Inge, whatever sie gebrückt haben, mag nicht in Inge sein. Aber da wird, du nimmst von der einen Glaube an. Von der nimmst du einen Glaube an. Wenn wir in Taufe sagen, dass jeder heute Meier mal haben, das ist ein Zeichen, dass das, was wir von der Taufe tun, der hat einen Glaube an. Aber was bleibt denn nicht? Hier sagt er, was sie glauben sollen. Und lassen sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Diese Vergebung der Sünden, das ist was, vielleicht some von uns, ich habe mal nicht eine Foto, meist nu zie ik vergeeft. Ik heb bloß dat gedaan wat de prediker zei, met een voller hart, Jezus uitnomen, maar ik had het helemaal niet uitnomen, dat nu zie ik vergeeft. Lieve toehoorders, ja, dat is een poort van onze bekering, is dat du en ik dat aannemen, dat nu zie ik vergeeft. Wie moeten dat verstaan, ja, nu zie ik vergeeft. En wanneer du en ik Jezus in bloot even ons hebben, dan zijn we vergeeft. Krijg je nooit als dat mogelijk is, je was, you know what, wanneer dat nu dependet, wil krijg du en ik wat verstaan kunnen, dan wordt schier keiner selig zijn worden. Maar het wondervolle ding is, dat depend niet om wel goed te verstaan kost, dat depend aan Jezus dat werk en hij heeft ons de macht God te zingen te worden. Maar du en ik kunnen dit nu aannemen, nu zie ik vergeeft. Deze 3000 mensen wat deze tafel hadden gekregen am Pinksterdag, wanneer dat hij gelooft, dan zijn die alle in huis gegaan en hij zegt tegen de kinderen en de vrienden, nog zegt, nu zijn mijn zinden alle vergeeft. Ik zie vrij. En dan wurde hij vrijgegeven. Die wurde de Gabe des Heiligen Geistes. En andere weer, nu hadden die de kracht, een geestelijk leven, je leven te leven, wat de vrucht brengen. Because ik weet, ik heb vergebung. Als bekeerde kinderen Gottes, dan heb ik vergebung. En dat is een ding wat we einfach ook aannemen. Dat zijn de dingen dat je schenkt. Dat nemen we aan in ons geloven. Ik zie nu vergeeft. Hast du van jou de klaar dat du best vergeeft? Wanneer du bekeerd bent, dan best du vergeeft. En dan best du vrij. Meer jaren terug. De goldene eenheid. We hebben een lied spazieren te middag. No middag, zoals het mij allemaal is, dan kreeg ik de man mee in zijn gast en dan vangt hij te vertalen. Hij vertelt me dat hij heeft zich maar bekeerd. Hij vertelde me krijg op een stap en dan heeft hem hard oeilen. Hij zal zich bekeren. Schließlich, hij helpt me de stelmen en trekt dan. Kript der zet drauf en trekt dan jet op mijn verrijf. En knijt zich de doel en praat tot God. En moet zijn zinden vergeven. Praat tot God en moet aannemen. Nou, is dat niet een bekering? Dat we met ganz het hart te bieden. Als ik deze dag met hem top in de gast zette, dan reed hij van dat we de 25 jaar terug, als hij dat bij de verrijf had gebeten. En hij zegt te mij aan troon, hij zegt, Ronald, ik weet niet hoe ik bekeerd zie. Wat zou is? Wat moest u hem zeggen? We zeggen, nog de beste niet bekeerd. Wat meer kon hij doen als wat er bij dat verop passierde? En dan vroeg ik hem, geloofst u dat Jezus in bloed die vergeeft heeft? Dan zegt hij, dat leef ik als krijg mijn probleem. We gingen de top even, we krijg je nu Apostelgeschichte 2 vers 37 en ik zei, kijk mal auf und lassen sich ein jeglicher taufen zur Vergebung der Sünden. Ich sage, dein Problem ist gewesen, in all diese 25 Jahre, dass du hast einmal geglaubt, dass du hast Vergebung der Sünden gekriegt. Und du hast. Dein Glaube ist nicht dort. Du bist nicht gläubig an was du gekriegt hast. Das wird ein goldener Tag, ich mag die Geschichte nicht kurz, aber das wird ein goldener Tag, wo er bei ihm auf seine Knie fällt und er sagt zu Gott, von dir nehme ich das an, dass ich sie vergeeft. Ik kan me voorstellen dat deze persoon wordt laten zeggen dat hij zich tot dan bekeerd als ik en hij het op een gast zat. Mir ist das nicht wichtig. Okay, sei, du hast dich hier bekehrt. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass er von dir ein Fall leben. Wenn er da jetzt noch mal leben hat, dann lebt er von dir ein Leben von der Gabe des Geistes. Der Jesus kann ich an ihm schaffen. Nu zie ik frei. Nu zie ik vrouw. Nu zie ik vredig. Nu ga ik het leven. Because ik geloof nu de waarheid. Ik geloof nu dat volle leven. So einige Menschen sind, wo stärker geblieben. Das ist nicht, dass es soll sein. Wenn wir von dir frei worden, wenn wir uns auch taufen, das ist eine geistliche Taufe, zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So was ich ein paar Mal gesagt habe, aber eine Bekehrung, dort ist einfach. Das ist, wo du dich selbst abgeben lässt und du kommst nur Jesus. Wir können nicht nur Jesus kommen und sagen, ich will aber die Welt auch mit mir haben. Eine Satz wie in Ontario, der oben heute geholt, dann kommt eine Früh, nur die Botschaft, eine Seelsorge in. Wie wir bei dieser Lied gewesen, zu Onkelseleier. Und dann kommt sie dann hin und sagt, ich habe all mein Leben sehr fein gelebt. Da kannst du die Früh von Bütte an sein, dass sie wie eine sehr schäkelige, ehrliche Früh.
leidet nur eine feine Mama. Alles, von Besitz, alles wird fein. Aber sie sagt, ich kann immer versuchen, sei ehrlich zu sein. Ich will immer gehorsam sein. Und aber sie sagt bei ihm, an all diese gute Dinge, was ich tue, ich fühle mich so ladig. Mir fühlt sich nicht so, dass ich irgendwas an mir habe, als far as in geistliches Leben. Als ich auch frage, hast du Jesus mal als den Heiland angenommen? Dann sagt sie zu mir, no, ich kann mich bloß taufen lassen. Ich kann niemals angenommen als mein Heiland. Als ich auch diese Schriftstelle erklärt habe, dann sagt sie, no, ich habe mich niemals bekehrt. Wir knijden ons alle doel en zij bekennen ihr Leben nur Gott als een verlorene Sünder. Zij vroeg Gott, als hij wordt haar aannemen als een kind. En dit weer de avond, wo deze zij schakelde, eerlijke vrouw, wele tijd Jezus in bloot te geloven als Erradung. Als zij opstond des avond, dan zei ze, oh, nu heb ik me bekeerd. You could just see dat nu weer wat geworden. 6 jaar later, dan kom ik in deze omgeving neer. En dan eenmaal dan, ik heb mijn politie aan een stukje mee aan. Vrouw, ik weet wie ze zijn. En ik zei, no, mij laat je het niet bekend. En dan zegt ze, ik zie die, en dan ze zich bij hem noemen. Ik zie die vrouw van die avond. En ze zegt, en Jezus leeft nog immer volmondig in mij ben. You know what? Dat is zo wondervol. Wanneer een mens vrij wordt. Klaar, 5, 10, 15, 20, 50 jaar wieder. Dan hebben we nog klaar. Jezus heeft mij vergeven. Dit is dat geschenk van wat we van de over reden. Gerechtfertigd. Ohne verdienst. Bianca van de te sluiten. En Bianca van de nog eenmaal te zeggen. Wanneer du van de hier bent. En du fällst bloß unklar über diese Sache. Oder fällst vielleicht klar, ich sehe unbekehrt. You know what? Von der ist die eine goldene Alleinheit. Merkt die auf dem Weg nur die Seelsorgestufe. Du sind Schaufmenschen, die wollen mit die Top durchspielen. Weil wir von der nicht von der sind, wo die worden im Verderben waren ein Haus vor. Weil wir auch nicht von der sind, wo im Zweifel waren ein Haus vor. Weil wir diese Sache einfach klar haben. Dat is zo'n einfache Ding. Bekeerd zijn oder unbekeerd zijn ist nicht kompliziert. Wir können uns wirklich sicher sein in dieser Sache. Kijk nog even met jullie toe beten. We hebben opstaan. Wundervoller Gott, Vater, zoals wir uns die Herr von der Eeuwige vergesteld, du wird der Stunde zum Eiver en loeds dat die Seen zullen huis komen. Du loeds dat die Seen dort op een stap wordt aanzien kunnen en erkennen, ik heb verloren. Krijg ze staat, stehst du von der mit offenen Arms. Für jeder einer, wer hier ist. Oh Gott, ich bete, wann hier von der die sind, und ich bete für die, was hier sind, wird von der klar weiter, dass ich soll mich bekehren. Ich bete, dass jeder einer, wo die Gnade hat, zu checken, nur das Vorder, was dort Eifer steht, und will mir das Leben geben, will mir die Gerechtigkeit geben, die Gerechtigkeit Christi. Oh Gott, ich bete, help dat van jou, keiner wordt terugkämpfen, aber dat we alle duimietig worden. En worden ze een kind. En merken van jou, die zaak klaar en bekeer ons. En we voor ik bij den Segen, over deze ganze Gemeinde hier. Zie even eind. Oh Gott, ik bid, blijf bij hem schaffen, blijf bij hem schaderen. Och himmlische Vater, dat onze leven today, wat wirklich brennend door zijn. Zo brennend, dat we worden van onze irdische problemen vergeten en zijn wirklich om via Jezus te verherrlichen. Ik bid den Segen en Jezus in naam. Amen. Ik ken het doel zat. Mir hat ein paar wieder aus dem Schlussgedanken zu sein, dann werden wir wieder gehen in eine Seelsorge.
Bet voor ons. Ik val morgen in huis voor hem. God heeft de tijd zeer gezegend hier. Ik zie zeer richtig gezegend. Mij heeft het waarschijnlijk gewoon een Swiftplan en een pot van mijn hart, wat wir hier blijven. We vrij ons thuis voor onze gemeinde. En ik vrij me dat we kunnen dit wacht top gemeenschap hebben. Bet voor ons. We zijn een glückliche Kerk, nicht ohne Probleme, aber wir sind eine mutige Kerk thuis. Gott roept ons aan veel verschillende arbeiten in. En verschillende missionen. We hebben een mission in Lakriet, wat God op hier zijn heeft. Er zijn meer kerken, Roma Lakriet, wat ons vrouw doen, als we willen komen door, ook met helpen. Als de kerk zijn we in de gebedstijd, even wat we willen doen. Mij het junt als de Swiftplonsche kerken hier ook moeten te spreken. Blijf sterk. Blijf sterk. Nu wil ik nog een ding zeggen. Schakt meer van jullie leed op de missionen. Waar we weinig schaffen, meer missionen doen. Door zoveel finsternis. Beet God dat hij van mank junt ook wat meer en meer. Je doet al veel. Don't get me, you don't do. Maar hier is zoveel horsepower. Geestliche horsepower en Swiftplan. Schakt meer uit. Gott wird sich bezeugen. Wer wir als Gemeinde wirklich an vier für Gott wieder schaffen. Jugend, wer wir an vier für Gott schaffen. Wie wird ihr habitiert? Oder ihr habt frisch abgemerkt. Nu ist die Zeit. Geef je leven voor God. Hij wordt je vergeld. God segne euch. Mochte sie Gelegenheit diese utnutzen, für ein Groß und eine Gemeinde Thus in Arbeit zu geben. Gottes Segen für die Unterstattung, dort die hier in Chimes und vereint als Gemeinde durch. Ein Groß und herzlichen Dank an die frühen Familie, dass sie die in Unterstatten dort hier zu kommen, Zeit nehmen für uns. Und einen herzlichen Dank und Gottes Segen für die, Ronald, für den Dienst hier und unsere Gemeinden hier. Also von deiner, von Zion und Scheinfeld in die Gemeinde, wenn ich will, das muss ich wieder mitgeben. Gottes Segen. Herr, das wieder Schluss mehr an. Okay, de Juden wordt hier een leid aan en während de Juden zingen dat als de gelegenheid, wanneer irgendwer wel trei blijven, krijgt u dat Ronald zei, die kan voor de Salzreude komen. Maar wat je dat is wichtig, ich merke dat van der klar, wat we geloven doen. En wat hebben we meer doen als geloven, wen bedoelt als dort. So waar we geloven, en wer het niet geloven dat, dan merkt dat bloß van der klar, dat we dat tun. En ik wens, die dürfen sie nicht von der uitgaan met een twijfel, oder met een ongeloof, dat die nicht geloven dat, wenn du erst von der ersten Tag, wo der Herr noch einmal ropen dat. So, als wir noch einmal wieder gehen, dann die Juden singen dat, wollen wir noch einmal top beten. Herr Jesus, wir kommen noch einmal vor dir, wir danken dir. Ich danke dir für das Wort, ich danke dir, Herr, dass dein Wort erst scharf. Und ich bete von dir, Herr Jesus, dass hier nicht Wort wird gehen, verzweifelt oder nicht bekehrt, dass die wollen Klarheit von dir merken. Und Herr Jesus, mein Gebet ist von dir, dass dein Name wird verherrlicht worden, weit und breit, in der ganzen Umgebung, in der ganzen Welt, für was du in ihm zu tun hast. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir wollen wussten und tun nehmen, wie du bekehrt sein, dass wir wollen wussten und tun nehmen in dein Wort, dass wir wollen immer da endlich wollen, wer du bist, dass wir wollen dir rüberstrahlen, dass wir dir die Herrlichkeit rüberbringen. Herr Jesus, ich bete, musst du dich anschieren und ummuntern, wer du freudig, wer du angeschiert wird durch den Heiligen Geist, dass die wollen Mut haben, Klarheit zu schaffen, in deinen Namen. Amen. Haben wir das gesagt, dann von der Jugend. Was noch sagen, dass nur das Leid aus der Versammlung auch entlohnen, so Gottes Segen mitdient.
Jesus heilig, komm, komm und sieh. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Gott, wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Gott, wie ich bin, was mich noch hält, vor deiner Lieb in Staub zerfällt, dir hab ich ewig mich vermählt, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Lass die Botschaft weit in Schalen